Es geht wieder los. Aufgrund einer Brückensperrung auf unserer weiteren Reise, die nur zwischen 12 und 13 Uhr aufhat, müssen wir jetzt hier in Haarlem los. Um 10:15 wird die Brücke geöffnet und die müssen wir nehmen, weil danach wissen die hier nicht, wann die das nächste Mal die Brücke öffnen. Und dann müssen wir schauen, wie es weitergeht. Wir machen jetzt die Maschinen an und dann geht es gleich los. Wir müssen uns jetzt sputen. Da pole ich jetzt mal den Strom rein und dann bereiten wir alles vor. Das ist ganz schön schwer. So sieht das da drunter aus. Also hier muss man nichts drehen. Hier können wir einfach abziehen. Wir haben ja über die App hier den Liegeplatz gebucht und auch Strom. Und das müssen wir explizit beenden. Ansonsten kriegen wir auch den nächsten Tag noch aufgebrummt nach 24 Stunden. Also ist ganz wichtig, auch in der App die Liegebühren zu stoppen. So, wir bereiten alles vor für die Abfahrt. Hinten habe ich auch schon die Leine vorbereitet. Sobald die Brückenöffnung losgeht, dann sind wir startklar. Maschinen laufen, alles ist vorbereitet. Es geht von Haarlem nach Vermont. Das sind 24 Kilometer, die es in sich haben. Nach 3 Brücken erreichen wir unsere Problembrücke, die Cruciusbrug. Die ist nur von 12 bis 13 Uhr geöffnet. Hier haben wir 90 Minuten Aufenthalt. Nach weiteren 5 Brücken und unendlicher Schleichfahrt kommen wir zur Autobahnbrücke. Hier testen wir unsere Höhe, aber Gott sei Dank passen wir durch. Der Deeper Pool zu unserem Hafen in Vermont ist dann eine reine Erholung. Die Brückenwärterin ist gerade angekommen, die hat uns jetzt zugerufen 5 Minuten. Die geht jetzt ins Haus und dann können wir uns gleich bereit machen und ablegen und schon mal drehen. Leinen sind los. Jetzt verlassen wir den Liegeplatz. Denke dran, dass du noch ein Beiboot hinten dran hast, ne? Jetzt sind wir im Konvoi vor der Brücke. Ja, wir haben schon mal gedreht und stehen jetzt vor der Brücke. Haben wir jetzt noch gute 1 Stunde 15 Zeit, bis wir an die kritische Brücke kommen, die zwischen 12 und 1 aufmachen soll. Und dann hoffen wir mal, dass das auch so funktioniert. Und bis zur kritischen Brücke sind es ungefähr 5 Kilometer. Also das ist nicht weit grundsätzlich. Das heißt, wir werden uns wahrscheinlich auf eine Wartezeit vor der Brücke einstellen müssen. Die Schranken gehen runter und weiter geht unsere Fahrt. Sobald die Brücke sich öffnet, fahren wir vor und wenn die Brücke hoch genug ist, fahren wir durch. Der Brückenwärter und die Autofahrer danken es uns. Zügig geht's durch. Wir haben noch einige Boote hinter uns. Das ist die Sanitäranlage hier am Kanal. Und hier sind wieder die schönen Häuser auf dem Wasser. So lässt sich's leben. Wir sind mal an der nächsten Brücke. Jetzt die spannende Frage, ob die aus der Ferne geöffnet werden muss oder ob die Brückenwärterin auch hier hinradeln muss. Die nächste Brücke ist auch schon geöffnet. Beziehungsweise die nächste Brücke hat das Signal, dass sie gleich öffnen wird. Im Sommer braucht man wahrscheinlich keinen Fernseher hier. Da sitzt man auf dem Sofa und guckt einfach zu, wie die Schiffe hin und her fahren. Und jetzt geht's aus Haarlem raus. Das ist hier eine Doppelbrücke. Und sofort ran und gar nicht großartig warten. Gleich grün, grün und wir sind durch. Perfekt. Wirklich eine schöne Ecke. Oh, hier ist ein Haus leer, zu verkaufen. Ja, wir sind aus dem Innenstadtbereich jetzt raus. Da sind immer noch riesige Gebäude hier am Wasser. Schönes Wohngebiet. Toll. Am Rande von Haarlem sind herrliche Wassergrundstücke. Und hier ist eine kleine Fähre. Ja, ich habe die Brücke gerade angefunkt und die ist jetzt auf Rot-Grün gegangen. Und dabei ist jetzt auch in der Mitte die orange Lampe, die uns signalisiert, dass wir durchfahren dürften. Trotz Rot
die ist jetzt ausgegangen. Das heißt, jetzt dürfen wir dann nicht mehr durchfahren. Und auch diese Brücke wird für uns direkt gleich geöffnet. Die Schranken sind schon unten, die Brücke geht schon auf. Das war wieder rucki-zucki. Also keine Wartezeit. Einfach durchfahren. Perfekt. Und das war jetzt die letzte Brücke vor unserer Problembrücke. Aber wir sind natürlich deutlich zu früh. Da ist auch noch ein Yachthafen in diese Richtung, auch mit Strom. Hier fühlen sich die Gänse wohl. Die Kühe sind auf der Weide. Sehr schöne Landschaft. Hier lässt sich's leben. Hier ist gleich unsere Problembrücke. Und wenn man so sieht, beim IS könnte es sein, dass da schon welche davor stehen und warten. Der Segler vor uns geht ins Päckchen, das ist gut. Dann bleibt uns hier hinten auch noch ein Platz und wir können auch ins Päckchen gehen. Machst du fest, Jürgen? Erstmal nimm die jetzt erstmal hier an. Dann gucken wir gleich nochmal. Die auf der Seite muss ich nochmal nachlegen, glaube ich. Aber an Land kommen wir leider hier. Ne, hier kannst du nicht an Land. Alles für unsere Höhe ein bisschen blöd, aber es hält. Anna kann hier leider nicht von Bord. Ah, macht sie hier gemütlich. Wir haben jetzt eine Stunde Wartezeit und Marina bereitet ein ausgiebiges Frühstück zu. Ich bin überrascht, es gibt heute Rührei. Mit Speck. Und frischen Brötchen aus dem Backofen. Da sind die Brötchen schon drin. So kann man natürlich auch die Wartezeit überbrücken. Ja. Lecker. Da kommt noch ein Trawler. Gucken, was der vorhat. Ob der rechts oder links geht. Wenn er rechts geht, dann wird er vor der Thunbrücke stehen. Links ist alles gut. Wenn er rechts geht, kommt er gleich wieder. 11:45. Die Autos stehen und da kommen schon die ersten dicken Schiffe von der anderen Seite. Die Frage ist natürlich, macht die dann die Brücke erst noch mal zu für die Autos oder können wir dann auch weiter? Oh, ein dickes Berufsschiff. Laut der IS kommen 3 von den Berufsschiffen. Man sieht, wie viele Schiffe auf der anderen Seite gewartet haben. 3 dicke, jede Menge Segler. Und es geht immer noch weiter. Es kommen Boote, noch ein Segler da. Und was passiert jetzt? Und es geht weiter. Nicht? Nicht, Jürgen! Noch festmachen. Fehlalarm. Die Brücke hat erstmal wieder zugemacht. Nachdem wir alle durch waren, ist hier Hektik ausgebrochen. Haben wir gedacht, wir können auch fahren. Aber jetzt lassen ich doch erstmal die Autos durch die Brücke. Ich denke mal, 10 Minuten oder so wird es noch dauern. Der kommt auch wieder. Wir stellen uns jetzt hier in Kolonne auf und fahren dann gemeinsam durch die Brücke. Hier. Schön ordentlich hintereinander anstellen. Rot, grün und die Brücke geht hoch. Und jetzt geht es durch. Ab 12 Uhr hieß es, 20 nach 12 hat sie das erste Mal geöffnet. Dann sind alle Boote von der anderen Seite reingekommen. Dann hat die Brücke nochmal geschlossen und jetzt ist sie geöffnet worden, dass wir alle Boote durchfahren können. Die beiden stoßen auch noch dazu. Es wird eine neue Brücke geben. Die nächste Brücke ist auf. Jetzt kommen Boote von der anderen Seite. Und dann gucken wir mal, ob die uns auch noch mit durchlassen. Hier sitzt ein junges Mädchen in der Brücke. Es kommt wieder langsam etwas Wind auf. Aber das ist nicht weiter schlimm. Ja, die Segler hinter uns hatten Pech. Die haben sich zu weit nach hinten abschlagen lassen. Die dürfen jetzt nicht mehr durch. Hier eine Elsbrücker Bruck. Werden wir ganz schön hängen gelassen. Wir warten jetzt bestimmt schon seit einer Viertelstunde. Mittlerweile sind wir 8 Boote. Das lief so gut den ganzen Tag. Wir sind jetzt hier sowieso in der Kolonne und es geht sehr schleppend vorwärts. Überholen macht natürlich wenig Sinn, weil die warten sowieso auf den letzten. Aber die Strecke hier, die 20 Kilometer nach Leiden, die dauern jetzt über 3 Stunden.
wenn wir einfach so langsam vorwärts kommen. Endlich geht diese Brücke auch auf. Hier haben wir etwas länger warten müssen und auch keine Antwort bekommen auf unsere Anfrage. Ist das ein Gewusel an der Brücke, aber Hauptsache die haben aufgemacht und wir sind durch. Die Tour heute macht keinen Spaß. Eigene Krananlage und wird dann immer hoch und runter gekrant. Der hat hier für sein Bötchen eine kleine Slip-Anlage. Und hier ist nochmal wieder eine Krananlage. Heute hatten wir mal wieder eine Brückentour. Eine Brücke nach der anderen. Wird heute länger dauern als gedacht. Das sieht auch alles wieder relativ neu aus hier vorne. Und überall sind auch Solarplatten auf den Dächern. Da wohnt man sehr schön. Die Brücke geht hoch. Große Grundstücke vor den Häusern. Und alles immer so schön gepflegt. Ein schicker Ort. Und jetzt ist hier der Hafen von Lisse. Aber wir müssen noch ein ganzes Stück weiterfahren. Der ist auf jeden Fall mal richtig lang. Jetzt kommen wir zur Karkbruck. Das ist eine Autobahnbrücke. Und da gibt es auch irgendeine Warnung, dass sie nur bestimmt öffnet. Konnten aber nicht genau schlau draus werden. Vielleicht kommen wir aber da drunter durch. Wir schauen jetzt mal, ob für die Segler geöffnet wird. Ansonsten versuchen wir drunter durchzukommen. Da muss ich ja die ganzen Antennen klappen. So, der Frank hat mal geklappt. Du musst dann auf der anderen Seite durch, da müsstest du durchpassen. Der Trawler passt auf jeden Fall. Wenn ich ganz laut schreie, fährst du rückwärts. Und der feste Teil ist mit 4,80 Meter angegeben. Und da sollten wir eigentlich durchkommen. Frank fährt vor und testet schon mal für uns. Aber ich glaube, wo er jetzt geklappt hat, die Satellitenschüssel ist dann niedriger. Links ist auf jeden Fall mehr Platz. Rechts, ne? Nee, links, der feste Teil. Und erkennt, ob ich durchpasse? Also von hier aus würde ich sagen, ja. Claudia sich nicht den Kopf stößt, passt ja auf jeden Fall. Ja, sieht gut aus. Noch eine Eisenbahnbrücke. Also die Autobahnbrücke, die konnten wir drunter durch. Dann passen wir auch unter die Eisenbahnbrücke durch. Halber Meter noch. Kam gerade ein Zug vorbei. Oh, hier kann man Wasserski fahren. Und wir fahren in die Richtung weiter. Aber wir sind gleich da. Nicht mehr lange. Kurz vor unserem Ziel nochmal ein schöner See mit sehr viel Freizeitaktivitäten, einer Wasserskistrecke und jede Menge Häfen ringsherum. Haben wir jetzt doch hier die Kurve genommen, weil der Hafen, den wir ansteuern will, ist hier. Und da wäre hier der Weg doch weiter. Wir nehmen jetzt die Abkürzung hier rüber. Ist auf so einem See nicht immer leicht, sich zu orientieren. Wenn es verschiedene Ein- und Ausfahrten gibt, die man von Weitem gar nicht so richtig sehen kann. Es kommt uns hier ein Berufsschiff entgegen. Das ist schon so tief im Wasser drin, das ist so dolle beladen, das schwappt ja schon fast über alles. Das ist wie so ein kleiner Schubverband ist das. Hier auf dieser Seite sind auch hübsche Häuschen. Kleine Windmühle. Die Einfahrt in diesem Ort ist richtig romantisch. Ja, schauen wir mal, wo wir da ein Plätzchen kriegen. Das ist immer blöd. Man hat auch keinen Meldesteiger gesehen, ne? Die hatten auch nicht geantwortet. Das sind tolle Apartments da hinten noch dran. Hier unten steht Passanten melden 071, da steht eine Nummer. Das sind hier 2 Boxen, da gehen wir jetzt erstmal rein. Und dann schauen wir weiter. Vielleicht dürfen wir ja gleich liegen bleiben. Das wäre dann praktisch. Ich hoffe, die passt für uns. Okay, der Frank geht auf die Seite. Dann musst du auf die Seite gehen. Jürgen, du verlierst Paul ohne Ende. Was? Bist du das? Oder das hier am Hafen? Nee, das bist du nicht. Der ganze Hafen ist hier voller
Muss es rein. Ja, wir haben uns einfach hier in die Boxen reingelegt. Und ich war jetzt gerade beim Hafenmeister, der hat aber sein Okay gegeben. Super. Kein Problem, Strom ist im Steg und mit 16 Ampere abgesichert. Fantastisch. Ganz genau. Toll, da kann ich meinen Wasserheater anschmeißen. Du kannst alles anschmeißen, was du hast, ganz genau. Okay. Das Ja. können wir auch ordentlich belegen, Ja. Strom anmachen und dann sind wir fertig. Ja, wir liegen hier wirklich gut. Toll, ne? Ja. Also mega geile Anlage. Ja. Die vom Allerfeinsten, die Stege, ne? Und auch Toilettenanlage, habe ich mir gerade angeguckt, das ist auch toll. Ne? Den Türcode habe ich auch, Wifi-Code habe ich. Und die, als wir letztens da waren, waren diese 3 Häuser noch gar nicht da. Ne? Okay, ja. Sehr modern alles, sehr moderner Stil. Ja, ganz toll. Ne? Marina hat mich gerade verrückt gemacht. Wir fahren hier rein und ich sagte, du verlierst jede Menge Öl, So, weil hier so viel Öl drin rumliegt. aber gar nicht von euch. Und ich, Klar. wir haben einen sehr schönen Platz hier im Yachthafen Fort Marina in Vermont. Strom ist direkt am Steg, lange Stege. Perfekt. Jeder Platz hat seinen eigenen Stromanschluss. Und auch als Rentner komme ich tatsächlich noch bis auf den Boden. So, wir gehen jetzt mal duschen. Das Ganze hier ist schon sehr modern. Ist schon toll. Richtig top. Alles relativ neu sieht das aus. Propeller werden total überschätzt. Hier bei der Yamaha-Vertretung fährt man mit solchen Propellern. Ja, auch Marina Service Center hier für Rübs, Außenborder, Yamaha. Die haben unser Boot bestimmt. Hier geht's rein. 3-mal WC, 3-mal Dusche mit WC und 1-mal Behinderten-WC. Du nimmst die und ich nehme die. Nobel, nobel. Waschbecken, Toilette und um die Kurve eine Dusche. Kostet nichts extra. Fantastisch. Der bekannte Klopapierschwund und ein Behinderten-WC, Waschmaschinen. Und dann sind wir gleich in der Yamaha-Werkstatt. Unser RIP steht nicht da. 2 Lokale sind zu und wir landen jetzt hier in der alten Schule. Und ja, Geheimtipp. Und dann hoffen wir, dass wir da jetzt einen schönen Platz kriegen. Er geht immer vor, macht mal alles klar. Hi. Also. Jo, schon voll. Auch wieder total uriges Restaurant. Die alte Schule. Das kann man auch wieder nur empfehlen. Heute mit Tomatensuppe und Kokossuppe. Thai-Suppe. Und eine kleine Wurstauswahl. Heute erstmal was ganz anderes. 2-mal Souvlaki-Spieß und dann auch ein Riesenburger Iberico-Burger. Auch was ganz anderes. und Cannelloni. Die sind irgendwo versteckt unter der Soße. Das sind große Cannellonis, 3 Ja. Stück. Mit Fischstäbchen drauf. Der totale Kontrast zu Harlem gestern. Hier ist heute gar nichts los. Man hört nichts. Natürlich Montag heute und da haben natürlich längst nicht alle Restaurants auf. Geht mittwochs eigentlich in Holland erst wieder los. Gibt schon die interessantesten Häuser. Und heute ist es wunderbar ruhig. Da drüben an der grünen Kante kann man liegen, da ist auch Strom, wenn man es braucht. Hier wäre es auch noch frei gewesen. Das war ein anderer Hafen, wo wir jetzt sind. Hier auf der Seite nur tagsüber und maximal 10 Meter. Kleiner Imbiss mit Center-Paddling-Verleih. Diese himmlische Ruhe. Und hier geht es dann übermorgen für uns weiter. Ja, auf der rechten Seite hier sind super Villen und auf der linken Seite und das normale Volk. Ist alles schön organisiert. Hier ist der Müll. Und jetzt gehen wir zum Hafenmeister bezahlen. Okay, müssen wir durch die Werkstatt durch. Ja. Wir können den Motor mitnehmen, ne? Sehr praktisch. Aber alles hier auf Kamera bewacht. Guck mal, die alten Dinge da.
Woche. Guten Morgen. Und Liegegeld bezahlen? Ja, Habe ich Hier versucht. kann man gleich Aber bezahlen. das springt immer wieder raus. 24 Euro pro Nacht. Fester? Ist gar nicht so teuer. Heute wollen wir nach Katwijk. In der zweiten Querstraße ist dann auch die Hauptstraße mit der Bushaltestelle. Der Bus kommt. Jetzt sind wir in Leiden zentral. Da sind jede Menge Fahrräder abgestellt. Und jetzt geht es gleich weiter nach Katwijk. Leiden ist so eine große Unistadt. Das ist hier cool gemacht. Die Busse dahin stehen alle schon in den Startlöchern. Wir sehen auch schon den 431, der nach Katwijk fährt. In 4 Minuten muss er hier vorpreschen. Nach so vielen Jahren kennen wir Katwijk gar nicht wieder. Hier ist ein Stichkanal. Der führt uns zum Yachthafen. Und versteckt in dem Hafen gibt es auch einen Wassersportladen. Letztes Mal 2014, also 10 Jahre ist es her, dass wir hier waren. Und es hat sich prinzipiell am Hafen erstmal optisch nichts verändert. Ein Mahnmal für alle die, die auf See verstorben sind und nicht zurückgekehrt sind. Und wir haben die Küste erreicht. Wir sind an der Nordsee. Wenn man so alte Bilder anschaut, dann sieht man ja noch die große Baustelle. Das ist alles wieder weg. Das ist alles grün. Und direkt am Wasser kleine Apartments mieten. Da vorne hat man auch Karibik-Feeling. Das ist schon ein gigantischer Strand. Ganz am Ende ist Noordwijk. Und im Dunst ganz hinten sieht man schon Scheveningen. Strandbude haben wir mit Peter und Petra damals mal was getrunken. Da sah es noch ein bisschen anders aus. Ja, da haben wir ganz gemütlich gesessen. In so einer Chill-Lounge. Kannst du die gut lesen, Schatz? Jetzt geht es zum Strandpavillon See und Sonne. Da wollen wir branchen. Ja, zum Wohle. Ja, zum Wohl. Das sieht gut aus, ja. Wohl. Wohl. Auf Katwijk. Auf Katwijk. Genau, auf Katwijk. Hier ist unser Frühstück und Mittag. Genau. Holzmecker. Hier gibt es sogar Sonnenschutz. Cool. Du Hand runterhalten. Das habe ich noch nie Und stopp. gesehen. Verschmieren musst du schon selber. Aber du kannst dich ja dahinter stellen und sagen, ich creme euch ein. Das ist echt cool. Ja. Klasse. Die wollen, dass die Leute gesund bleiben. Hier sieht man jetzt die Parkhäuser, die sie gebaut haben vor 10 Jahren. Das ist so alles mit der Natur verschmolzen. Wenn man bedenkt, was sie hier vor 10 Jahren gebuddelt haben, dann haben die das richtig toll gemacht. Davon sieht man jetzt nichts mehr. Typisch Holland, Matjes. Hier ist gleich der Strand, der ist schon angelegt. Und da ist man gleich in der Stadt. Das Schöne an Katwijk ist, dass die Promenade nicht mit so hohen Häusern zugepflastert ist, so wie in Noordwijk oder in Scheveningen. Das ist hier viel ruhiger und familiärer. Fußgängerzone ist auch klein, überschaubar. Im Zentrum dann kommt hier auch noch eine Fischbude. In 5 Minuten kommt der nächste Bus. Die Verbindung ist perfekt. Heute Abend hat es erwartungsgemäß etwas aufgefrischt. Es ist ein bisschen windig geworden. Ja, das macht nichts. In Holland ist immer Wind. Ja. Jetzt gehen wir zum Essen und hoffen, dass es nicht regnet. Ab 23 Uhr ist Regen angesagt. Und da sind wir heute wieder an der alten Schule. Heute ist es was ruhiger, heute sind keine Gesellschaften hier. Auch heute haben wir hier wieder hervorragend gegessen. Die Qualität war gut, der Geschmack war gut und vor allen Dingen auch der Preis hat gestimmt. Alles war top. Wir kommen gerne wieder, eine klare Empfehlung. Das ist schon echt verrückt. Auch hier sind wir wieder allein. Anna hat einen Spielkameraden gefunden. Hier wird nur ein Beutel gekackt.
Der Yachthafen Fort Marina ist ultramodern. Große, breite Boxen, lange Seitensteiger. Eingerahmt ist das Ganze von luxuriösen Apartmenthäusern. Aus dem Hafen raus ist man nahe dem Ortskern und einem kleinen Park. Hier lässt sich aushalten. Was auffällt, ist, dass sehr wenig große Boote hier stehen. Die meisten Boote, die hier stehen, sind alles Sloopen. Vermont hat uns sehr gut gefallen. Das ist ein absoluter ruhiger Liegeplatz hier. Der Hafen ist sehr modern, die Stege sind toll, die Sanitäranlagen sind wirklich fantastisch und der Preis mit 24,50 € ist wirklich günstig, inklusive Strom. Der Ort ist sehr verschlafen. Wir hatten Glück, Montag, Dienstag ein Restaurant war auf und das war auch total lecker und toll, ganz klar zu empfehlen. Vermont ist gut als Ausgangspunkt für weitere Reisen in die Umgebung. Hier kann man auch länger mit dem Boot liegen. Mit dem Bus erreicht man Leiden, von dort aus auch Katwijk, Noordwijk, Scheveningen. Auch kann man hier nach Haarlem fahren. Das ist verkehrsgünstig, total super gelegen. Da muss man nicht so viele Brücken nehmen und kann trotzdem die Gegend erkunden und das Meer fahren. Also wir fahren nochmal irgendwann hierher. Das war einfach toll.